Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Baldur's Gate 3. Wir haben uns das letzte Mal quasi mit einer Göttin rumgeschlagen, nämlich mit Vlaakith. Und Lae'zel ist auf dem besten Weg, endlich zu merken, was das für eine Tante ist und verliert ihren Glauben in sie so ein bisschen. Und wir haben viel gelernt über dieses Artefakt. In dem befindet sich entweder der Dream Visitor, den wir immer haben, der uns hilft, oder noch irgendwas anderes. Jedenfalls haben wir uns dafür entschieden, den Dream Visitor zu glauben und Vlaakith nicht. Das heißt natürlich nicht, dass dieser Dream Visitor nicht doch noch eine andere Agenda hat. Ich glaube schon überall geguckt. So, jetzt gucken wir mal hier noch, was so alles da ist. Nichts. Confiscated book. Pages of this book have been entirely ripped out and replaced with one crude pasted message in the common tongue. Please note that any literature concerning the below topics is strictly prohibited. If it is found in your possession, it will be confiscated. If you are found to be reading it, you will answer to Kithrak Teresin herself. Orpheus, infernal metals, magic of the undead. So, haben wir hier sonst noch was? Nee. By the way, wir haben auch ein Buch, wobei ich jetzt gar nicht mehr sicher bin, ob er das hat. The Folly of Sertimon ist egal. Wir müssen jetzt erstmal, weil wir haben ja ehrlich gesagt jetzt hier den Chef besiegt und dann ist immer noch die spannende Frage, ob nicht irgendwann hier die ganzen anderen Githyanki kommen. Wir hoffen mal nicht. Hatten wir das eigentlich schon? Wohl schon. Nautiloid Tank. Interessant. Das sieht so aus, als wäre das eher ein Fall für ihn. Okay. Dann ist es wohl doch nichts für ihn. Ich dachte, wir finden jetzt hier irgendwie verschlossene Truhen oder gar Fallen oder sowas. Aber anscheinend nicht. Ray of Sigmas. The Skin Burster. Was ist das? +1. Skin Burster Force. When the wielder deals melee damage with his weapon, they gain 2 turns of Force Conduit. Klingt gar nicht so schlecht. Barkskin. Okay. Necklace of Elemental Augmentation. When one of your cantrips deals acid, cold, fire, lightning or thunder damage, add your spellcasting modifier to the damage dealt. Aber wenn das nichts für Gale ist. Lovely day this. Aber sofort angezogen. Das ist hervorragend. Okay.
So viel dazu. Da hinten ist auch noch was, ne? Chunk of Amber, aber ja, das ist doch gut. The blood of Lathander. Hardly impressive as relics go. Moment. Has 3 drops of blood suspended inside it. Das ist das Blood of Lathander. Einfach so hier. Gebe ich mal Shadowheart. Das ist ja unsere religiöse. Hoarfrost Boots. You cannot fall prone while traversing icy terrain. Naja. Das ist jetzt nicht das, was uns dauernd passiert. Oh, die anderen mal holen. Bleiben sie denn? Bronze. Nee, das lassen wir mal. Lathander bids the setting sun a fond farewell. Das ist Lathander. Lathander blesses the rising bountiful sun. Und was ich da jetzt gefunden habe, war die Tatsache, dass ich die drehen kann, oder was? Was hat er gerade gesagt? Nochmal. Lathander blesses the rising bountiful sun. Okay, der grüßt die Rising Sun. Lathander bids the setting sun a fond farewell. Okay. Also der die untergehende und der die aufgehende Sonne. Hier vorne ist Westen. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Ist nicht dein Ernst. 25! Ich kann nicht ins Lager, ne? Nee. Carla holen oder so. My faith will guide me. Ach ja, ach ja, ach ja. Die Frage wäre, macht der das jetzt noch oder macht er das jetzt nicht? Wir machen... Ach nee, das sind ja die Domain Spells. Wir machen mal den Guardian of Faith weg und Enhance Ability an. Die Frage wäre... Guidance. Kriegt sie nochmal die The Möglichkeit? statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Mist. Gut. Bei dem hat's geklappt. Aber der guckt ja zur aufgehenden Sonne, das heißt, der guckt nach Osten. Und wie kriege ich jetzt den anderen rumgedreht? Lezelle ist die stärkste von uns. Das ist Concentration, das heißt, ich kann nicht beides gleichzeitig. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Ich will aber da durch. Mach ihn jetzt. Ist da noch eine andere Möglichkeit, irgendeinen anderen Trick?
schon? Hatte ich schon. Ja, das ist jetzt blöd. Mit den anderen bräuchte ich es ja gar nicht erst zu probieren. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Ja. Das brauche ich gar nicht zu probieren. Das kann ich nicht mal schaffen. Aber ja. Ich laufe übrigens immer noch mit meinen Gloves auf Thievery rum. Ich will das aber jetzt machen. Was passiert denn? Not reaction. Was passiert denn, wenn ich das Ding schlage? Oh! Das war schön. Hat nur viel zu viel Schaden gemacht. Sturdy. Was, wenn ich das ohne Waffe schlage? Das reicht nicht. Das ist doof. Ja, aber wenn ich das jetzt noch zweimal schlage und ich müsste es zweimal schlagen, damit es in die richtige Richtung zeigt, dann ist das Ding kaputt. Ah! Jetzt muss ich es gar nicht mehr schlagen. Verdammte Hacke. Curious. Yeah! What might this door be hiding? Aber sehr schön. Onward. Oh oh. Ich hoffe, dass wir das jetzt überleben, aber... Ah! Ich kann ins Lager. A wizard's quite worthless with a tired mind. Sleep beckons. I would follow. Ein Glück, ich kann rasten. Mhm. So, will irgendjemand mit mir reden? Ich glaube nicht. Interessiert mich jetzt auch nicht. Ich würde nämlich ganz gerne einfach... Mankind. Mal sehen, ob mir mein Dream Visitor erscheint. Anscheinend nicht. Und dann werden wir hier noch mal kurz gucken. Nee, nicht Alchemie, sondern hier. Den wollte ich, glaube ich, gerade nicht nehmen. Oder? Visibility, Feeblement, Shatter. Wir nehmen mal Shatter, was soll's. Ja, und wir haben hier eine Scroll of Mage Armor. Gut. So. Jetzt hoffen wir mal, dass hier keine allzu schlimmen Sachen dahinter sind. Das hat mit La Thunder jedenfalls zu tun. Remarkable that this stayed hidden all this time. Okay. Also das ist, wo ich herkam, ne? Ja.
Okay. Energy Source. Energy Source heißt vielleicht, das ist die Energiequelle, um diese Tür aufrecht zu erhalten. So ist es. Das sieht so ein bisschen gefährlich aus. Disarm. Ja, jetzt habe ich natürlich die falschen Handschuhe an. Aber es hat gereicht. Ist okay jetzt, oder? Gloves of Thievery. Ich würde mal sagen. So. Aha. So, hier hinter ist noch so ein Ding. Und hier ist noch so eine Energiequelle. Aber, was heißt hier überhaupt? Was haben wir hier überhaupt stehen? Lathander's light may be infinite, but his mercy is not. Return. Now. Das klingt aber nicht einladend. Knowledge. Intelligence. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen Wissen. Es sieht hier aber so aus, als könnte man hier lang gehen. Das wäre aber einfach, wenn man das hier so umgehen könnte, oder? Das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich nötig gewesen. Das hat halt die Energieschranke zerstört, aber das ist ja albern, weil... So. Und das noch mit Guidance, dann ist so Schluss. So, hier haben wir... Ach, dann ist das wahrscheinlich die Energiequelle für das. Okay. Bin ich daran? Nee, nicht von hier zumindest. Wie Path Interrupted? Erzähl doch keinen Scheiß. Okay. Ja, das ist dann ja wohl das heiligste Innere von Lathander. Schauen wir doch mal, ob wir da nicht irgendwas... Find the blood of Lathander. We bested the secret chamber's traps. We should see what we were guarding. What they were guarding. One day I'll catch a break. Quest Panel. Wir hatten ja was gefunden.
eigentlich nur, wer das... Sie hatte das. Dawnmaster's Crest. Damit sollten wir uns eigentlich jetzt identifiziert haben, dass wir ein Dawnmaster sind, oder? Und das ist Lathanders Blood. Und kein Blitz fährt auf mich nieder. Da bin ich ja beruhigt. Okay. Tatsache. Hallo? Da. Blood of Lathander. Ein Mace. Lathander's Blessing. Once per long rest, when your hit points are reduced to 0, you regain 2 bis 12 Hit Points. Allies within 30 feet also regain 1d6 Hit Points. Lathander's Light. Sheds holy light in a 20-foot radius. In combat, fiends and undead standing in the light are blinded. Sehr gut. Unless they succeed a Constitution Saving Throw. Eine +3 Waffe. Es kann Sunbeam. Wahrscheinlich auch einmal am Tag oder so. Jo, das ist doch nicht schlecht. Das ist doch was für Shadowheart. So. Möchte ich jetzt noch irgendwo in diesem Crash rumlaufen? Eigentlich nicht. Es kann ja eigentlich nur noch unschöne Sachen auf mich warten, ne? Gut, dann würde ich jetzt zurücklaufen, theoretisch. Das heißt, ich würde dann jetzt, nehmen wir Quest erst nochmal gucken. The Blood of Lathander. Genau, das habe ich jetzt. Artifact Secrets. We left the asteroid prison without killing the being within. They told us we were on the right track and to head to Moonrise Towers. Dann würde ich jetzt mal porten, um das Ganze abzukürzen. Und zwar im Underdark war ich ja auch schon überall. Man könnte über den Underdark dahin gehen oder aber auch hier. Wir gehen mal Trialta Cracks hieß das. Genau. So, und hier geht es nämlich zum Mountain Pass. Ach, da ist noch der Blue Jay Feind, da wollen wir ja auch noch hin, theoretisch. Wir hatten noch hier irgendwo einen Weg gefunden, oder ist das das? Oder ist das das hier? Ich glaube, hier geht es nämlich zu den Shadow Cursed Lands, da waren wir doch, ne? Das war doch die Geschichte, wo hier diese Untoten waren. Aber dann porten wir doch erstmal noch hier hin, das ist näher. Oder haben wir das vielleicht schon einfach so gefunden? Nee, Moment. Ah ja, ich glaube doch, ich nehme an, das war es einfach, was wir hier hatten, ne? Oder gibt es hier noch mehr? Nee, das war es einfach. Gut. Dann porten wir hier hin. Weil hier hatten wir ja die Untoten gefunden. Oder sie uns, wie man es nimmt.
da ging es nämlich zu den Shadow Cursed Lands und das ist ja da, wo es nach Moonrise Towers Objective geht. noted. Ne? Do not walk in darkness. Turn to the light. Tja, da haben wir jetzt nicht so richtig die Auswahl. Da, Shadow Cursed Lands. Speichern wir nochmal kurz. So, you're about to progress your adventure. Make sure to tie up any loose ends before advancing. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, wirklich alles gemacht. Ne? Wir waren im Underdark überall, waren in der Adamantine Forge, die Grim Forge bei den Mykonoiden. Wir haben den Arcane Tower gefunden, die Society of Brilliance. Hier in dem Crash waren wir überall. Ich würde mal sagen, das war's. Okay, dann haben wir halt noch ein kleines Lager. Will jemand mit mir reden? Wir könnten eigentlich so ein paar Sachen, die wir gefunden haben. Sie hatte doch, glaube ich, einiges gefunden. Weil eigentlich würde ich nämlich ganz gerne Leselle hier lassen und wieder Karlach mitnehmen. Würde aber natürlich gerne die Sachen... Moment, warte mal. So, also wir nehmen das weg. Was hat er das noch für tolle Vorteile? So a Great Sword, das war jetzt nicht so überwältigend. Ein Haste Helm. Gloves of Belligerent Skies. Thunderous Conversion. Was hat sie eigentlich für welche? Missile Snaring. Okay, da können wir eventuell drüber reden, ne? Weil sie dealt ja gelegentlich mal Radiant Damage. Das machen wir mal. Bin ich hier frei? Genau, ja. Sagen wir mal, wir machen mal hier Missile Snaring und die. Was haben wir hier noch? Chain Shirt. Sie hat Luminous Armor. Ja. Gut, dann nehmen wir ihr noch was ab. Das ist 2d6. Das machen wir auch weg. Natürlich kriegt sie ihre Tränke abgenommen. Und sie kriegt natürlich ihr Geld abgenommen. Das Githyanki-Ei darf sie behalten. Was hatten wir hier noch? Circlet of Psionic Revenge. Saving throw, the foe that causes the throw takes 1d4 Psychic Damage. Ist auch nicht schlecht. Ja, das ist zwar eigentlich nett, dieser Cap of Curing, aber ganz ehrlich, wann haben wir das schon mal benutzt? Ich könnte mir eher vorstellen... Moment, wo war's? Wo habe ich jetzt gerade nochmal? Da. Circlet
Das geben wir ihm. Na, das machen wir nachher. Sie hat einen Bogen, Titan String, das wäre auch was für Karlach. Camp Supply Pack. Können wir sofort ändern. Sonst hat sie hier nichts dabei. Das werden wir auch Lizelle geben. Der ist eigentlich nicht so spannend. Warfrost Boots, cannot for Pro. Na, zumindest zum Verkaufen. Hier dieser ganze Kram, den nehmen wir auch zum Verkaufen mit. Was haben wir hier Schönes? Camp. So, was haben wir hier noch? Arschkuckuck, Caretaker. Ne, das braucht sowieso kein Mensch. Give advantage on saving throws against charmed. Ehrlich gesagt, das ist wirklich harmlos. So arm an Ringen sind wir dann doch nicht. Na, wer weiß. So. Den Rest darf sie behalten. Wir wollen sowieso mit ihr reden, weil vielleicht hat sie noch was dazu zu sagen, zu dieser Vlakith. I am Vlakith's most loyal servant. She will not abandon me. Es ist jetzt ein bisschen komisch, auf die Hatchery zurückzukommen. Ask Lizelle about the disc from the crash. The disc appears in your mind's eye. Lizelle sees it too and considers the vision. Tissue markings. Ancient. I recognize them, but I can't make sense. No. Wait. The texts are enciphered, but there's a common speech translation beneath, carved in a different hand. It's a story about Orpheus. Your head buzzes in concert with Lizelle's, but it hardly matters. Even without the connection, you'd recognize her discomfort. Eigentlich wissen wir ja, wer Orpheus ist. Also wir haben ja diese Geschichte gehört, ne? Aber trotzdem, who's Orpheus? The dead one. Ja, ja. This text is heresy. I can hardly bear to read it, let alone speak it. You'll bear it just fine. Tell me what it says. Very well. I will read it to you. The Prince of the Comet, Part 2. The Prince of the Comet, Orpheus himself, led his honor guard into battle. Their red dragons bellowed with righteous anger, and the heavens erupted. The glorious prince cried to all who could hear him, "Praise be to my mother Gith, the queen of the one sky, sacrificed to the hells by the renegade Vlakith." But the true heir, the Prince of the Comet, could not overcome Vlakith's knights and their ill-gotten worms. Mighty Voss, Gestil Kithrak, lit the astral sky aflame. When the ash had cleared, beloved Orpheus was gone. True heir, glorious prince, there's no greater crime than to exalt the pretender called Orpheus. Disregard this drivel. Gith declared that Vlakith should be queen. Orpheus would have ceded control to the Geich. Sagt wer? Vlakith? And if it's true, it sounds like Vlakith betrayed Gith and seized the throne. She did nothing of the sort. Thank your good fortunes I'm a tolerant woman, or I'd have sliced off a few toes for suggesting it. Tja, ja. Fanatische religiöse Leute, immer nett.
hatchery with a single egg. How many does a clutch usually contain? Kalir's clutch held 3 dozen eggs, more or less, though I've learned of creches that harbored 100. I have never learned, however, of a Varsh obsessed with a late egg's survival. Githyanki look quite humanoid. How did you evolve to lay eggs? Humanoid. How I despise the term. Githyanki are quite superior to humans. Ja, ja, das Our wissen wir jetzt. biology slates state that Githyanki came to lay eggs after we escaped Illithid enslavement and took to the astral plane. It's an asexual process, a favorable change by any estimation. Hideous to imagine a life where I couldn't partake in the pleasures of sex without the looming threat of bearing children. Who does the laying? I'm curious about the logistics. Shukiani. Githyanki chosen by Vlakith herself to bear young. The queen assigns when and where they must lay, and how many eggs they must bear. The Shukiani pass their eggs in the material plane. In the astral, time barely passes. It is a meticulous process, carefully timed so that the eggs hatch at once. Gut, das war ja jetzt bei dem nicht so. On to other Go matters. on then. Ehrlich gesagt, über den Trainingraum würde ich mich jetzt nicht mehr mit dir unterhalten. Wait for me in the camp. Shuk, you believe you can survive without me? Brilliant. Vor allen Dingen ohne dein Bickering. As you say, do not keep me waiting. Das ist ja schon ein wenig nervig, ne? So, also. Da ist mir doch Karlach sowieso 1000-mal lieber. Looks like we're done here. Pity. This place has been a wild ride. Warst ja nicht dabei. Come on, we're heading out. Fuck yes. So. Gut, da gibt es dann nichts zu machen, weil das wollen wir natürlich nicht ändern. Feral Instinct. You have honed your instincts to the utmost degree. You gain +3 bonus to initiative and can't be surprised. Das ist cool, dann braucht man das Feed Alert nicht mal. Das macht +5 und can't be surprised. Sehr schön. Da gab es jetzt nicht viel auszusuchen. Und hier werden wir noch einen ganzen Haufen Zeug. Das ist das, was wir selber behalten wollen. Und das ist der Kram. Haste-Helm. Was hat sie eigentlich? Nature? Movement Speed +10. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Egal, ist zwar nicht so wichtig. Das tun wir mal alles zu ihr. Vor allem das. Wurde natürlich irgendwelches Zeug, aber ja, hat sie noch, okay. So, dann haben wir hier noch ein bisschen. Ach, hier unten haben wir noch unsere Waffen, ist ja witzig. Gut. You cannot fall prone while traversing icy. Ja, ist egal. So, und was jetzt sortieren wir mal nach Typ. Gucken wir nach, was haben wir denn für Waffen. Also ich denke mal, die spannenden sind vor allem immer noch die Everburn Plate, also wirklich ganz früh gekriegt und immer noch spannende Sache. So, das haben wir noch wegen, das Pick haben wir noch wegen
Piercing Damage, falls wir irgendwas haben, was wir einkloppen müssen. Das wäre das Sword of Justice. Da haben wir ja gelernt, dass das nicht so dolle ist. Exterminator's Axe. Oder The Skin Burster. Der könnte auch noch spannend sein, ne? Was haben wir für Boots an? Click Heels. Crawling Underdog. Advantage on melee attack rolls while surrounded by 2 or more foes. Das ist durchaus, ja, nicht schlecht. Okay. Ich denke, das war's soweit, ne? Hier hätten wir zur Auswahl Missile Snaring oder die. Restoration. Ja, ich denke, das war's. Moment, Gale, hast du was du brauchst? Arcana, Religion, Thunderwave und dieses neue Ding, was wirklich gut ist. Psionic Revenge. Das hatte ich zwar gedacht für Lonely Lance. Das hatte ich zwar gedacht für Tim, aber ehrlich gesagt, er kann ja sonst nicht so viel tragen, ne? Das Ding macht Medium Armor, Radiant Damage, must be or take on standard creature who miss their attack rolls against the wearer. Das wäre natürlich cool. Wo ist denn der? Ich meine, wenn Healing Another the Wearer regains Things, das ist schon sehr nett, ne? Also wenn zum Creatures who miss their attack. Ich lasse das mal sehen, wie sich's anfühlt. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, alles, was irgendwie Spaß macht. Haben wir hier noch irgendwas für ihn? Hand Crossbow wäre nicht mit Proficient mit. Nee, macht keinen Sinn. Das heißt, wir sind eigentlich quasi fertig. Und ja, theoretisch würden wir jetzt hier übernachten, ne? Auf dem Weg ins Shadow Cursed Land. Sieh da, ein Githyanki. Schon wieder. Tila Vlakith, has our queen sent a knight to slay me with his own blade? Such informality, child. Does Justil Kithrak not command your respect? Your blade speaks for you, Kithrak. You've come for blood. Child of Gith, I've not come to kill you. I've come to aid you. Don't trust him. Ja, ja. Skakek Kier Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Unser Dream Visitor, dem traue ich langsam aber auch immer weniger. Also natürlich, wie gesagt, gegen Vlakith, klar. Aber Kithrak Voss, das ist der als Rebell oder Heretiker, als Ketzer verschrien wurde gegenüber Vlakith und demzufolge muss der gut sein. Your queen hunts us. Why in the hells should we listen to you? Wir wissen ja noch nicht, dass er ist, ne? Sonst würde ich das nämlich Because I echt nicht know who sagen. you are.
And I know about the astral prism. Within it lies the seed of Vlaakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlaakith's demise? Skaketh. I should run you through for suggesting it. Are you talking about the person inside? Do you know who that is? If they have not said, they must have good reason, and I won't be the one to betray them. But the one inside's chosen you as an ally, protects you with their power. That very power will be the end of Vlaakith's tyranny. The Prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the Prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the Prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lae'zel, together we will break our chains and be Vlaakith's slaves no longer. I am no slave, just still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who will ascend me. Lies, Lae'zel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith-Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness! You flood me with this heresy. I will hear no more of it. Ja, aber eigentlich müsste sie es ja selber schon mitgekriegt haben. Ne? Sie war ja auf diesem Zaith-Isk. Und sie hat gesehen, was... Ja. Vlaakith led you astray. I believe him, and so should you. I served Vlaakith the whole of my life. Learned her words, fought her battles, yet she names me her Sharlak. Genau. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Na, jetzt ist sie auf dem richtigen Weg. Sharlak, genau, Ketzerin. Lae'zel, I see Talak Magir in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle, or slip away. I should go. Vlaakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lae'zel. Im Prinzip glaube ich ihm ja, nur er wird der Nächste sein, der von mir will, dass er dieses Astral Prism kriegt. Okay, schon wieder ein Item. Ich werde jetzt hier erst... Naja, egal. Wir müssen unbedingt Zeug verkaufen, das geht so nicht. Das ist ja witzig, das kann ich nichts zu den Waren tun. Okay. Halt. Wo ist es denn? Ach ja, überhaupt. Snug Purple Shirt, Mellow Black Shirt. Wo ist denn das Black?
Das ist Purple. Egal. Mysterious Artifact. Locket. Ah, Quaneth Psionic Detector. Mhm. Okay. Gut. Kann ich dann jetzt schlafen? Zur Abwechslung? Someone in the camp wishes to speak. Ist das schon wieder sie? Eieiei. Vlakith Kosivim Hrath Crashhead. Only in Vlakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol, and forsake Vlakith. Forsake Vlakith, and be the blood and meat which sates her dragons. If Voss speaks true, if Ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlakith. She has sinned against me. Na, so langsam kriegt es drauf. Voss called Vlakith a tyrant. Does this mean you agree? I'd never thought Vlakith a tyrant, or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Voss is right, and Vlakith consumes the Ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geich, not to prevent their grand design, but to raise Vlakith to true godhood. What does Ascension entail exactly? Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose: to train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of Ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlakith, in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the Astral, celebrated for our victory. We are ascended. Or so I believed. Tja, you're ascended, yeah. Who is the one in the prison, do you think? No, I can't know, and that drives me mad. At first, I thought them an illithid deception, a trick of the tadpole. But the dream figure is real. It lives in the prism. Voss believes they are the seed of Vlakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right. Wobei der Dream Visitor selber jetzt eher so klang, als wäre jemand oder etwas anderes in dem Prism, aber ist egal. And if Voss is wrong, if his claims are wrong and Vlakith's are real, nee, das will ich hier gar nicht erst irgendwie einreden. Okay, dann also leave. Yes. I'd like time to think. We'll meet Kithrak Voss at Cheres's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlakith's eyes are upon us. Genau. Und da hast du jetzt Zeit zum Überlegen, denn in der Tat hatte ich dich ja sowieso schon mal aus der Gruppe getan, aber sie scheint langsam irgendwie ihren Verstand wieder zu gewinnen. Okay.
dann werden wir beim nächsten Mal hier aufbrechen und in die Shadow-Cursed Lands zu Moonrise Towers gehen. Mal sehen, was uns dann für Dinge erwarten. Also, bis dann.